Heute Teil 2 zum Thema Dachöffnung von vorne mit den versprochenen Impressionen aus der Stahlpraxis. Und wir freuen uns sehr, diese Bilder bei der Köstner Stahlgruppe an deren Standort in Plauen drehen zu dürfen. In medias res die Verladung schwerer Blechpakete und beeindruckend langer Stahlträger. Das detaillierte Prozedere zur Dachöffnung haben wir euch schon im Werlter Trockendock gezeigt, zu sehen in einem der vorangegangenen Beiträge bei Krone TV. Also kann der Hallenkran jetzt gleich loslegen. So, Blechpaket ist verladen. Jetzt brauchen wir noch Platz für einen mordslangen Stahlträger. Dafür wird das Dach einfach nur komplett nach vorne geschoben und im Heckportal kommen die Rollplane und die geteilte Bordwand zum Einsatz. Das Steckrungenchassis mit seinen unzähligen 80 x 80 mm Rungentaschen ermöglicht passgenauen Formschluss wie hier zu dem Langträger. Und die beiden optionalen Arbeitsscheinwerfer leuchten deinen Arbeitsplatz bei Bedarf taghell aus. Der Schalter für das Moped befindet sich hier vorne an der Stirnwand. Die Latten im Heckportal sind Code XL geschuldet, wobei es im Daily Stahl-Business eher hinderlich ist und daher die Latten rausgenommen werden. Auf Code XL kommt es beim Stahl ohnehin nicht primär an. Die schweren Klamotten brauchen Formschluss und sauberes Gurten. Aber wenn dann der Stahlspezialist mal wieder zum Generalisten mutieren möchte, dann braucht es wieder Code XL mit Latte.